Herzlich willkommen in unserer Roland-Bibliothek. Einen schönen guten Morgen. Hier sind wir in einem Nebengebäude des Stadtarchivs und dort haben wir einen schönen großen, hellen Raum unserer Roland-Bibliothek. Hier kann man gleich erkennen, was wir alles so hier in unserem Raum zur Verfügung stellen, was man sich ansehen kann, wo man schmökern kann, sich Bücher ausleihen kann. Kommen Sie doch bitte rein. Das ist der Raum, ein schöner heller Raum. Ich zeige Ihnen mal ganz kurz, wie wir diesen Raum aufgebaut haben. Hier haben wir gezeichnet einen Plan mit diesen Regalen, die zur Verfügung stehen. In den Regalen sind Bücher, Zeitschriften, Genealogien und so weiter. Etwas genauer werde ich es Ihnen jetzt zeigen. Ich gehe mal in das linke Regal. Hier befinden sich unsere Zeitschriften. Die Zeitschriften bekommen wir von vielen anderen genealogischen Vereinen. Wir haben da Tauschpartnerschaften und diese Zeitschriften werden dann gesammelt, werden inventarisiert und größtenteils sind sie auch gebunden worden in Bücher. Zum Beispiel haben wir hier, ich will zeigen, die Heimatpflege, die ist gebunden worden, mehrere Zeitschriften in einem Buch. Wir haben relativ viele Zeitschriften, manche sind nicht gebunden, wie zum Beispiel Glaube und Heimat, auch eine Zeitschrift der Heimatvertriebenen. Sowas findet sich auch in unserem Bestand. Wir kommen jetzt zu dem Regal vor Kopf. In diesem Regal befinden sich Bücher aus dem Rheinland, Niedersachsen, Hessen, also aus Deutschland. Besonders hervorzuheben ist, dass wir ein extra Regal für Westfalen haben. Hier finden Sie dann Bücher über zum Beispiel Schwerte. Ein ganz dickes Buch. Schwerte ist ja eine Nachbarschaft, also da sind wir eigentlich ganz gut vertreten. So, muss ich ganz wieder ordentlich reinstellen, denn da achtet wir doch schon drauf, dass wir wieder alles richtig nach Nummern sortiert wieder in das Regal reinsetzen. Wir kommen jetzt in das Regal, wo nur Dortmunder Bücher stehen, die sich mit dem Bereich Dortmund beschäftigen. Unter anderem möchte ich Ihnen gerne zeigen, dass ein Roland-Mitglied zum Beispiel hier in Dortmund gewohnt hat, in Dortmund geforscht hat, aber Vorfahren gibt es ja nicht nur in Dortmund, also er ist bis Weinheim gekommen und hat dann in Weinheim beispielsweise alte Bücher aufgestöbert, sie kopiert und sie transkribiert. Und dieser Text ist dann daneben aufgeschrieben worden. Und dieses Buch gibt es in mehrfacher Ausfertigung, das heißt, dieses Roland-Mitglied hat unwahrscheinlich viel Arbeit geleistet und hat es uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Es geht jetzt weiter zu diesen genealogischen Büchern. Zum Beispiel haben wir hier auch eine Lehrverträge aus Dortmund, die wir geschenkt bekommen haben. Das darf ich einfach mal ganz kurz zeigen. Ein Lehrvertrag und auch sowas ist unwahrscheinlich wichtig und auch sehr interessant zu lesen. So, mache ich auch wieder schon zu. Dann gehen wir mal weiter. Wir werden hier ganz viele kleine Büchlein sehen. Vielleicht kennen die meisten ja von Ihnen schon so ein kleines Büchlein. Das ist das Geschlechterbuch, genealogisches Handbuch. Das ist wirklich sehr handlich. Gibt es ganz, ganz viele von. Wir haben hier doppelte Reihen. Hier auch nochmal. Und Sie können hier unwahrscheinlich fündig werden. Wir gehen weiter zu den ganzen Genealogien von verschiedenen Familien. Die Familien, die sind nicht nur in Dortmund vertreten, wie wir vorhin auch schon sagten, sondern eben auch in anderen Bereichen. Ich darf mal wieder eins hier rausnehmen, ein Buch, das hier, eine Ahnenliste der Geschwister Steffens. Auch so kann eine Dokumentation der Ahnen aussehen. 4. Generation, Kekulé-Nummern werden eingegeben, ob evangelisch oder katholisch, Taufpaten, alles was dazugehört. Ich werde es gleich wieder richtig einsortieren. Oh doch, ich habe es gefunden. Das muss ja alles wieder an Ort und Stelle, damit der Besucher auch die Unterlagen findet, die er sucht. Ich gehe jetzt wieder ein kleines Stückchen weiter und zeige jetzt ein Wappenbuch. Oh, ein ganz großer
auch wolgadeutsches Buch ist zu finden. Man sieht, man muss sich hier ein bisschen anstrengen, wenn man hier etwas suchen will. Also unsere Regale sind von ganz unten bis ganz oben sehr gut ausgefüllt. Ein ganz schönes altes Buch möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Das ist ein Wappenbuch, ein rheinisch-mainisches Wappenbuch aus den 40er Jahren mit etwas anderer Schrift, anderem Papier und Wappen. Wir haben hier in der ganzen Seite, im ganzen Regal, Bücher, die sich mit der Heraldik beschäftigen. Aber auch Adressbücher sind nicht zu verachten. Auch diese besitzen wir in unserem Fundus. Auf der anderen Seite sehen Sie Ortsfamilienbücher. Ortsfamilienbücher haben wir besonders viele Exemplare von Eva Holtkamp. Eva Holtkamp ist unser Mitglied, die schon seit den 90er Jahren akribisch in Kirchenbüchern geforscht hat, übersetzt hat, gelesen hat und Familien zusammengefügt hat. Vor allen Dingen im Dortmunder Bereich, im Dorstener Bereich, Waltropper Bereich. Hier ist es Dortmund Süd, Dortmund West. Und man sieht hier, wie sie ihre Forschung gemacht hat. Hier ist zum Beispiel die Familie Johann Schulte zu Lemdebeck. Und so sieht man jetzt diese Familie aus Lütchen, Dortmund. Nach den Büchern haben wir auch viele Kartons zu stehen. Ja, in diesen Kartons steckt Arbeit. Arbeit mit Nachlässe, die uns hinterlassen wurden, zum Beispiel vom Karlau, von Hofe, vom Güldner, von Herrn Güldner vielmehr und von Herrn Gerlinger. Und die werden hier deponiert, archiviert und immer wieder arbeiten wir auch an diesen Nachlässen. Einen besonderen Nachlass möchte ich mal, was mir immer persönlich viel Spaß macht, ist, wenn in einem Nachlass auch ganz tolle alte Fotos zu finden sind. Die verwahren wir hier nicht nur, sondern wir scannen sie auch ein. Und wir hoffen dann immer, dass auch Namen sich auf diesen oder hinter diesen Fotos befinden, sodass wir die auch richtig benutzen können. So wie hier bei diesem Foto kann man erkennen, dass es auch ein Name eingetragen wurde. Und wir sind immer sehr dankbar, wenn wir von Mitgliedern so etwas Tolles bekommen. Deshalb haben viele dieser Bücher, viele dieser Genealogien ein Alleinstellungsmerkmal. Die gibt es nur hier bei uns und nicht woanders. So, jetzt gehe ich nochmal zurück in das mittlere Regal. In dem mittleren Regal befindet sich auch unser Roland-Archiv. Auch der Roland hat Unterlagen, die aufbewahrt werden von alten Sitzungen, alte Protokolle, Schriftwechsel und so weiter. Der Roland bringt auch ein Jahrbuch raus. Dieses Jahrbuch erkennt man in einer tollen, grellen, gelben Farbe. Roland Jahrbücher, zwei zeige ich Ihnen noch mal so. Die kriegen unsere Mitglieder zugesandt, wenn sie denn fertig sind, und die können immer zu einem kleinen Preis auch natürlich noch späterhin gekauft werden. Zum Schluss in diesem Regal möchte ich noch den Ahnenlistenumlauf zeigen. Der ist ausgelaufen, wird nicht mehr hergestellt, aber die Forscher haben natürlich ihre Ahnenlisten auch gesammelt. So gesammelt, dass sie die in Büchern dokumentiert haben, gesammelt haben, festgelegt haben, und späterhin sind diese ganzen Ahnenlisten auch digitalisiert worden, sodass man die heute auch im Internet finden kann. Aber wir haben sie hier noch abgeheftet in Buchform vor uns. Noch zu unserer Arbeit hier in der Bibliothek. Es wird also nicht nur gelesen, und es werden aber auch Nachlässe, wie ich schon viel erwähnte, bearbeitet. Unter anderem in einem Nachlass fanden wir ganz viele Sterbeanzeigen. So treffen wir uns in kürzeren Abständen, schneiden die Anzeigen aus, sortieren sie nach Orte. Hier ist der Kasten von Dortmund, und jetzt müssen die Sterbeanzeigen in eine
Excel-Tabelle eingegeben werden. Das heißt, es wird nur der Name eingegeben und das Sterbedatum und der Ort, wie jetzt zum Beispiel dann Dortmund. Und diese Liste wird bei Comgen hochgeladen. Wir haben also eine Kooperation mit Comgen. Wenn man mitarbeiten möchte, jeder Gast ist herzlich willkommen. Ein weiteres Projekt ist die Indexierung am Standesamt. Wir arbeiten also auch mit dem Stadtarchiv zusammen und einige Mitglieder von uns sind da ganz, ganz fleißig, die dann öfter jede Woche einmal sich dort treffen und dort arbeiten. Die Arbeitsergebnisse finden sich hier auf einer DVD, kann hier eingesehen werden, nicht ausgeliehen werden. Im Ersten Weltkriegsgefangenenprojekt ist ein weiteres Projekt. Dazu nehmen wir dieses tolle Buch zu Hilfe. Das ist der Lorbeerreiser mit den Heldengräbern der Reinoldi-Gemeinde. Sehr schön ist dazu der entsprechende Text mit einem alten Foto des Gefallenen des Ersten Weltkrieges. Wenn Sie Interesse haben, ein Buch auszuleihen, schauen Sie auf unsere Roland zu Dortmund-Seite. Hier oben finden Sie Start, Aktuelles über uns und so weiter. Unter Bibliothek anklicken. Dann kommen Sie auf die Seite Bibliothek, Suche und hier ist unsere Suchmaske. Da geben Sie ein Stichwort ein, beispielsweise eine Person. Wenn Sie zum Beispiel die Person Müller suchen, schreiben Sie da oben Müller ein, suchen und dann gibt es die Ergebnisliste mit der entsprechenden Inventarnummern, die ich Ihnen ja vorhin schon einmal auch zeigte. Wir sind gerne bereit, mit Ihnen einen Termin zu machen. Rufen Sie uns an. Die Nummer lautet 0176 4382153 oder schreiben Sie uns. Wir machen dann gerne mit Ihnen einen Termin, wo Sie hier lesen können, schmökern können, ein Buch ausleihen können. Wenn es nicht geht, da es eigentlich nur den Roland-Mitgliedern vorbehalten ist, können Sie auch gerne hier kopieren. Ich freue mich auf Ihren Besuch. Tschüss.